Im Core Organic Projekt Power beschäftigen wir uns unter anderem mit der Auslaufgestaltung von Biomastschweinen. Die reine Auslaufhaltung mit betonierten Auslaufflächen zeigte sich als nicht ausreichend zur Erfüllung der Tierwohlansprüche für die Schweine. In verschiedenen Workshops in den teilnehmenden Ländern haben Landwirtinnen und Landwirte diskutiert, welche Elemente interessant sein könnten zur Verbesserung des Auslaufs. Dabei fiel die Wahl auf die Raufuttergabe im Auslauf, Angebot von Wühlareal und Abkühlungsmöglichkeiten. Auf dem Betrieb von Brigitte und Walter Husi haben wir den Wühlarealversuch durchgeführt, den meine Kollegin Mirjam Hollinger vorstellen wird. Die Herausforderung mit so einem Wühlbereich ist die, dass sie halt dann oft reinkoten oder urinieren und dass es dann einfach sehr dreckig ist und man das halt dann oft das Material muss ersetzen, was auch sehr viel Arbeit verursacht. Und unsere Idee ist jetzt in diesem Versuch gewesen, dass wir in der einen Buchte im Wühlbereich zusätzlich noch Futterpellets eingestreut haben und haben gedacht, dass dann die Zäune diesen Bereich eher so als Futterfläche anschauen und eben dann weniger drin hineinkoten oder urinieren. Und haben aber als Resultat keinen Unterschied gefunden. Das Wühlverhalten und auch die Sauberkeit dieser Wühlflächen sind gleich gewesen. Während wir den Versuch hier durchgeführt haben zum Wühlareal, hat der Betriebsleiter Walter Husi gleichzeitig ein großes Wühlareal und eine Abkühlungsmöglichkeit für die Schweine gebaut. Und wir schauen uns sein System heute hier an. Also hier ist Kompost einstreut drin. Der grosse Vorteil von unserem Wühlareal ist, dass wir das maschinell befahren können. Also wir können vorne und hinten den Stoppbalken können wir rausnehmen und können noch mit dem Hoflader und mit der Schaufel das Material aufladen und wieder Frisches einfüllen. Bei dem Kompostsubstrat, das wir hier drin haben, hat man vielleicht mal ein paar Parasiten mehr in der Sau drin. Also man muss sicher ein bisschen vermehrt darauf schauen, dass man die Tiere regelmässig entwurmen. Aber wir haben bis jetzt eigentlich sehr wenig entwurmt und haben auch sehr wenig Würmer gefunden. Also wir stellen einfach fest, seitdem dass wir das Areal noch zusätzlich in Betrieb haben, dass unsere Säue viel ruhiger sind. Auf der linken Seite ist unser Pool, der für die Säue vor allem vom Frühling bis im Herbst zugänglich ist. Vor allem im Sommer müssen wir zum Teil bis 2 Mal wechseln in der Woche. Das ist ein bisschen die Herausforderung, weil die Säue immer etwa 3 urinieren und 3 kacken. Also die Säue laufen eigentlich schon in relativ kühlen Temperaturen laufen sie durch den Pool durch. Aber so, wenn es dann richtig heiß wird, im Sommer, sagen sie so ab 7, 28 Grad, gibt es auch gut, dass sie bis eine Stunde drinnen liegen und einfach sich abkühlen, bevor sie dann wieder rausgehen und relaxen. Also das System haben wir selber so geplant und umgesetzt. Wirtschaftlich gesehen haben wir hier rund 250 Franken pro Mastplatz investiert. Wir haben wohl ein bisschen mehr Arbeit, um Tiere zu kontrollieren und um das ganze Areal sauber zu behalten. Auf der anderen Seite ist natürlich ein riesiger Vorteil beim Tierwohl. Und zudem kommt die Haltungsform von unseren Säulen bei der Konsumentschaft sehr gut an. Wir haben jetzt an diesem Beispiel vom Betrieb Brigitte und Walter Husi gesehen, wie sich die 3 Elemente Abkühlungsmöglichkeit, Wühlareal und Raufuttergabe positiv auf das Tierwohl auswirken können. Weiterer Forschungsbedarf besteht darin, wie können Wühlareal gestaltet werden, damit sie sauber bleiben.